bin hier am Real Club de Golf de Las Palmas. Das ist nicht nur der älteste Club hier in Gran Canaria, sondern der älteste Club Spaniens. 1890 wurde der gegründet. Zuerst war der nur auf Sand, unten auf Meereshöhe. Hier ist die Vegetation völlig anders als unten in Maspalomas, in der Hotelburgwüste. Grün ist es hier, viel Wuchs, viel Baumwuchs, subtropisch und ein sehr wellig, hügelig angelegter Golfplatz, den wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen werden. Da ich hier an 2 verschiedenen Tagen war, ist dieser Clip eine Mischung von diesen 2 Tagen. Und manchmal gab es sowohl dichte Wolken, feuchten Nebel oder strahlende Sonne. Also dieser Clip zeigt eine Mischung von Eindrücken von diesen beiden Tagen und ich hoffe, es gefällt. Also viel Spaß. Ein paar Tage später bin ich wieder hier am Club Real. Es ist neblig, trüb und kühl und das mal gerade eine Fahrstunde ungefähr von Maspalomas weg, wo ich bei strahlendem Sonnenschein weggefahren bin. Und hier, vielleicht wird es gleich sogar regnen, es ist feucht in der Luft und ein völlig anderes Klima. Dafür ist dieser Club hier wirklich fantastisch, weil es ein richtiger Club ist. Er hat ungefähr 1000 Mitglieder. Hier ein Plan der ganzen Spielbahnen, die relativ nah beieinander liegen. Und in diesem Clip werde ich jetzt mal den Platz bespielen und jedes Loch einigermaßen beschreiben. Vale, compi. Esta tiene que llegar seguro. Ay, no llega. Ein neblig trüber Tag heute. Die Löcher heute ein bisschen länger gesteckt. Hier der zweite Abschlag. Ein langes Par 4 und hinten, hinter den Palmen, ist das Grün direkt am Kraterrand. Dumme, wenn man hier aus diesem Bunker hinaus spielt, die Grüns sind schnell und dosiert ist nicht gut, dann rollt der Ball, wie hier bei mir, hier diesen steilen Hang runter und bleibt dann kurz vor dem Out of Bounds liegen am Kraterrand. Das dritte Loch bergauf, links der Zaun und die Straße und Abhang und oben dann ein Bunker vor dem Grün, da ist mein Ball, glaube ich, reingerollt. Das Grün selber sieht man nicht, aber die Fahne schon. In der Tat, der Ball ist im Bunker. Man sieht hier einen relativ steilen Rand vor dem Grün und hinter dem Grün ist dann auch schon der nächste Bunker. Ja, es hat geklappt. Ein Paar ist noch möglich. Immerhin. Wieder ein Bunker. Heute ist mein Bunkertag. An dem Platz sollte man schon einigermaßen kennen. Hier das 4. Loch zum Beispiel, das 4. Grün. Es geht hier bergauf. Dann ist hier ein Bunker mit einer recht steilen Wand davor. Dann das Grün, was nicht sehr groß ist, wie alle hier, aber
sehr schnell, gut gepflegt und direkt dahinter ist dann noch ein Bunker. Und wenn man zu weit nach links geschlagen hat, ist man halt sofort out of bounds, wie man hier in diesem Zaun und dieser Straße sieht. Aber das ist natürlich nicht bei allen Fairways so, die weiter im Zentrum liegen. Die sind natürlich nicht an einem Hang. Fünfte Loch, Par 4, 370 Meter, 375 Meter. Inzwischen ist auch die Sonne rausgekommen. Ganz schnell, was natürlich sehr, sehr schön ist. Dieser nasse Nebel ist weg. Und der Platz präsentiert sich in wunderschönem Grün. Ja, meine gute Kamera habe ich heute nicht dabei, nur das Telefon. Hinten sieht man das Grün. Ob ich mit dem zweiten Schlag bis dorthin komme, bezweifle ich ein wenig. Wie vorher gesehen hat es nicht geklappt. Das Fairway ist von hier aus gesehen leicht nach rechts geneigt und der Ball ist vor diesen Bunker gerollt. Und jetzt muss ich mit dem dritten Schlag aufs Grün kommen. Also, das hat geklappt. Das sechste Loch, ein Par 4, 300 Meter steht auf dem Schild, aber das kommt mir doch ein bisschen weiter vor. Ich habe jetzt leider kein Zielgerät dabei, kein Entfernungsmesser, aber das scheint mir doch recht weit zu sein. Und ganz hinten vor diesem roten Häuschen geht es links, da ist dann irgendwo das Grün. Okay, der erste Schlag ging bis zu dem Baum da vorne. Ich habe halt keine große Länge, aber es ist gut genug. Ja, rechts von dem Baum wäre besser gewesen, also rechts von dem Baum, der mitten auf dem Fairway steht, weil man von dort vielleicht eher einen Schuss in Richtung Grün hat, aber von da, wo ich liege, links von dem Baum, ist das wahrscheinlich auch okay. In der Tat, von hier habe ich also keinen direkten Schuss aufs Grün, muss also auf dieses rote Häuschen hinzuspielen und dann versuchen mit dem dritten Schlag aufs Grün zu kommen. Und direkt über diese Palme zu spielen, auf das Grün zu, dafür bin ich nicht gut genug. Aber die Versuchung ist da. Heute ist wirklich mein Bunkertag. Der Annäherungsschlag bergauf war zu kurz. Also wieder ein Bunkertest. Das siebte Loch, auch ein Par 4, ca. 300 Meter, leicht bergauf. Es ist richtig warm geworden. Hier am 8. Abschlag, ein Par 3, 165 Meter bis zum Grün, leicht bergab. Natürlich wieder Bunker rechts und links und ein kleiner Abhang dahinter. Also mit Glück kann der Ball vielleicht direkt auf das Grün rollen, denn in Flugrichtung zur Fahne, genau vor dem Grün, gibt es keinen Bunker. Ja, heute ist wirklich Bunkertag. Die Fahne ist gar nicht so weit, aber jetzt muss ich erstmal aus diesem Bunker raus. Das hat geklappt. Aber so schnelle Grüns bin ich eigentlich gar nicht gewohnt. Denn die leichteste Schräge lässt den Ball direkt abweichen von der geplanten
Rollbahn. Man muss also sehr genau die Grüns lesen, sehr, sehr genau und sehr vorsichtig den Ball spielen. Das 9. Loch, ein Par 5, geradeaus, 470 Meter in Richtung Clubhaus. Ja, der Seitenwind hat dazu geführt, dass mein zweiter Schlag rechts von diesen Bäumen, also hier jetzt links, vom Abschlag aus gesehen, rechts von den Bäumen, gelandet ist, tief. Also musste ich mit dem nächsten Schlag so zwischen den Bäumen durch, hier auf die Fairway. Die Fahne ist jetzt rechts vom Clubhaus, also mit einem guten 4. Schlag sollte ich halbwegs aufs Grün kommen. Ja, Glück gehabt. Ich bin auf dem Grün, auch ungefähr Fahne hoch, allerdings ist es bis zur Fahne bei diesen schnellen Grüns doch ein bisschen weit. Und ob ich das mit einem Schlag hinbekomme, habe ich doch meine Zweifel. Nee, es hat doch nicht geklappt, aber Bogey ist auch nicht so schlecht. Ja, das 10. Loch, ein Par 3, 165 Meter, geradeaus. Ich sehe keine Gefahren auf dem Weg, außer dass rechts neben den Büschen hier direkt der Parkplatz ist und natürlich etliche Bäume im Weg sind. Ja, immer wieder beeindruckend der Blick in diesen 200 Meter tiefen Krater, 800 Meter Durchmesser, der neben dem Clubhaus liegt, dahinter das Meer und man sieht auch die Ausläufer von Las Palmas unten im Tal liegen. Das 11. Loch, eines der schwersten, ein Par 4 mit knapp 400 Metern, geht bergab. Unten die Spielbahn ist dann relativ flach, im Hintergrund der Pico de Nieves. Und heute wunderschöne Sonne. Nicht, wo der Ball landet, aber dafür ist hier vorne eine Stange, auf die man zielen muss. Und die Spielbahn ist dann um einiges tiefer. Und hier der Blick vom Grün aus in Richtung Abschlag. Das 12. Loch, ein relativ kurzes Par 4, 315 Meter bis zum Grün. Fairway ist leicht nach links geneigt. Ich sehe allerdings sehr, sehr tiefe Bunker vor dem Grün. Aber mal schauen, wie es geht. Na, ich bin hier rechts vom Fairway im Rough gelandet, hinten das Grün. Ich kann allerdings nur schätzen, wie weit das ist. Ich habe kein Entfernungsgerät dabei. So, nur mal zum Zeigen, dass hier ist der Bunker, den ich vermeiden wollte. Man sieht hier, wie steil das ist. Aber ich hatte Glück, ich bin da hinten am rechten Rand vom Grün. Es wurde sogar ein Paar, das freut mich. Das 13. Loch ist ein bisschen irritierend. Ich dachte zuerst, das ginge hier in Richtung Clubhaus, Richtung Meer. Aber in Wirklichkeit, wenn man genau hinschaut, sieht man hier ja die Teeboxen und die sind in diese Richtung nach links orientiert.
Ja, das ist durchaus machbar, mit dem zweiten Schlag aufs Grün zu kommen. Allerdings ist das Grün nicht klein, so wie es aussieht. Außerdem fällt es nach rechts ab, wo ein Bunker liegt. Und links vom Grün ist auch ein Bunker. Naja, fast ans Grün, aber man sieht eben auch, wie klein das Grün hier ist am 13. Loch. Erst dachte ich, ich hätte völlig verschlagen, weil mein Ball nach links ging. Aber die Grüns sind eben so schnell und der Ball ist zur Seite gerollt bis neben das Loch. Das freut mich natürlich. Dieses Paar nehme ich trotzdem gerne mit. Das schwierigste Loch ist das 14. Ein Par 4, 370 Meter. Das Grün sieht man von hier nicht, aber die Bahn ist relativ breit. Und die Schwierigkeit zeigt sich vielleicht eher, wenn man sich dem Grün nähert. Ich sehe auch weiter hinten ist ein Baum mitten im Fairway. Also, eine Schwierigkeit war schon mal der Wind, der die Bälle viel zu weit nach rechts getragen hat. Denn wenn man etwas höher abschlägt und der Ball hier ja hoch fliegt, dann kommt dieser Wind von links und treibt den Ball nach rechts hier unter diese Bäume, sodass ich mit meinem zweiten Schlag dann erst wieder in Richtung dieses Baumes hier, der mitten auf dem Fairway steht, schlagen konnte. Und dann geht es zum Grün hin bergauf. Also kein Wunder, dass es hier das schwierigste Loch ist. Ja, das 15. Loch, ein langes Par 3, 195 Meter von den gelben Abschlägen. Rechts vom Grün sehe ich einen großen Bunker, einen tiefen Bunker, wieder wie es links vom Grün aussieht. Kann ich von hier aus nicht sehen. Und dahinter ist dann das Clubhaus. Ja, diesen Bunker wollte ich vermeiden und habe es auch geschafft und bin auf dem Grün. Das 16. Loch, ein Par 5, 430 Meter, weg vom Clubhaus und auf diesen Hügel zu, auf dem es etliche Villen gibt. Ich liebe ja diese teppichartigen Fairways. Weniger gern habe ich diese Fairway-Bunker, die zwischen hier und dem Grün liegen. Aber naja, das ist Golf. Tja, Pech. Dann ist einem der schöne lange Schlag nichts, wenn der Ball dann hier kurz vor der steilen Kante des Fairway-Bunkers landet. Immer noch ca. 40 Meter, 30 Meter bis zur Fahne. Also hier muss ich nur erstmal versuchen, überhaupt rauszukommen. Na, ich habe doch 2 Versuche gebraucht, um aus diesem Bunker rauszukommen. Aber noch ist der Ball nicht im Loch. Das 17. Loch, ein Par 4, 303 Meter. Das Grün sehe ich von hier nicht. Das Grün ist ein bisschen rechts, etwa 90 Meter entfernt, 80, 90 Meter entfernt. Dummerweise liegt davor wieder ein großer, tiefer Bunker, in dem ich natürlich gelandet bin, aber ich konnte auch gut wieder rauskommen. So, das 18. Loch, mittelschwer, ein Par 5, 480 Meter.
Also es geht erstmal in diese Richtung, etwas links, in Richtung Clubhaus und dann nach rechts. Ich muss also über meinen Wagen, den ich jetzt dummerweise im Weg habe stehen lassen, spielen. Eine gute Übung. Ja, das war ganz in Ordnung. Hätte ein bisschen weiter sein können. Mal schauen, wie weit ich mit dem nächsten Schlag komme. Aber der Wind ist diesmal nicht so stark, von links nach rechts. Mal sehen, wie es klappt. Ganz in Ordnung, aber es geht bergan. Ich werde wohl nicht mit meinem dritten Schlag aufs Grün kommen. Das wäre eine Überraschung. Es hat doch geklappt. Vielleicht, weil die Fairways so gut geschnitten sind, dass der Ball doch gut gerollt ist. Und jetzt bin ich in Putting-Entfernung zur Fahne. Nicht schlecht. Ja, zum Abschluss noch ein Paar, das freut mich. Also, dieser Platz hier hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich hier allerdings ein Turnier spielen müsste und den Platz nicht super gut kenne, wären die Ergebnisse wohl ziemlich schlecht. Die Bahnen sind zwar relativ kurz, der Platz ist nicht sehr, sehr lang, aber was mir hier Punkte kosten würde, sind die Grüns. Denn die sind nicht nur schnell, sondern eben auch so onduliert, dass man das eigentlich kaum sieht und der Ball dann nicht dahin geht, wo man es gerne möchte. Oder sehr leicht am Loch vorbeischießt. Also wenn man solche schnellen Grüns nicht gewohnt ist, dann ist es hier relativ schwer zu spielen. Aber die Landschaft ist einfach fantastisch hier. Das Wetter heute auch. Der Platz ist auch gar nicht so voll heute unter der Woche. Aber nun, im Moment ist der Tourismus sowieso ein bisschen im Argen. Aber in diesem Club hier spielen ja meistens Mitglieder. Und das unterscheidet diesen Club hier halt von anderen, die wirklich mehr auf Tourismus angelegt sind. Und das hier ist ein echter Golfclub mit Tradition und einer sehr, sehr schönen Anlage. Also hier lohnt es sich wirklich zu spielen. Ich habe das wahrscheinlich schon mehrfach gesagt, aber ich bin wirklich dieser Meinung. Also tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.